Hallo zusammen zu einem neuen Pomade-Shop-Video auf unserem Pomade-Shop YouTube-Kanal, im Pomade-Shop Showroom, im Pomade-Shop Headquarter. Ich bin der Flo vom Pomade-Shop und ich begrüße euch ganz herzlichst zu einem neuen Pomade-Review hier auf unserem YouTube-Kanal. Und ich freue mich, denn ich darf schon wieder eine der neuen, also neu bei uns, Sheer Revival Pomaden, in dem Fall Clay-Pomade, vorstellen. Da habe ich schon zwei vorgestellt. Eins davon seht ihr jetzt da oben reinkommen, beziehungsweise wenn ihr es dann nach diesem Video hier angucken wollt, klickt einfach auf das kleine i da oben, dann könnt ihr das Video da finden. Und ja genau, ich mache heute einfach mal die nächste, worauf ich mich schon wieder sehr, sehr freue, weil ich großer Fan von Sheer Revival bin, weil die so coole Rezepturen haben und so ein cooles Konzept, nämlich dass die fast alle wasserbasiert sind, aber das stimmt ja nicht ganz, denn sie sind eigentlich Aloe Vera Saft basiert. Das heißt, sie basieren nicht auf einfachem Wasser, sondern einfach auf einem Pflanzensaft und haben nebenher auch noch ganz, ganz viele, sehr viel pflanzliche, coole Inhaltsstoffe, lauter pflanzliche Öle und Extrakte und sind deshalb sehr, sehr gesund für Haare und Kopfhaut. Ebenso auch diese American Gardens heißt sie, Clay-Pomade. Jetzt mit so einem, ja, Würfeldesign. Das Coole ist, dass es so eine leicht metallische, glänzende Optik hat. Und wenn man die Inhaltsstoffe anschaut, dann sieht man natürlich gleich wieder, dass sie unorthodox Pflanzensaft basiert ist. Also als erstes Aloe Vera Saft, dann haben wir danach gleich Candelilla Wachs, was auch ein pflanzliches Wachs ist, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und noch ein paar andere Wachse mit dabei sind. Natürlich auch 3 Arten von Tonerde, nämlich Kaolin, Bentonit und Clay steht jetzt hier dabei. Wobei Bentonit und Kaolin auch schon zu Clay zählen. Deswegen lasst es uns auch Clay-Pomade heißen, weil diese Tonerden drin sind und die sorgen dafür, dass die am Ende einen sehr, sehr matten Look gibt und die Haare dann natürlich und matt aussehen. Mit dabei ist noch Kokosöl, Shea-Butter, auch interessant, Meersalz ist mit drin. Dann haben wir Bergamotteöl, Lavendelöl, Orangenschalenöl, Eichenmoosextrakt und Vetiveröl. Und das Ganze hat dann einen Duft, ich lese es hier wieder ab, Hand-Blended Wild Orange and Oak Moss Scent, also wilde Orange und Eichenmoos. Ja, und das ist eigentlich genau das, wie ich es auch beschreiben würde. Ein schöner Zitrusduft mit so einer leichten, ich weiß jetzt nicht genau, wie pures Eichenmoos riecht, aber ist eben noch so was anderes dabei, was so diesen Zitrusduft so ein bisschen auffängt und, sag ich mal, davon abfängt, ein kompletter Orangenduft in your face zu sein, sondern einfach so ein angenehmer Orangenduft mit so einer leichten anderen Note im Hintergrund, die sich sehr, sehr gut kombinieren. Und innen drin schaut es aus, wie einfach ein Clay auch aussehen muss. Es ist so eine weißliche, gräuliche, ich hoffe, man kann es in der Beleuchtung einigermaßen erkennen, Paste. Ich habe die jetzt noch nie probiert, deswegen bin ich jetzt ganz gespannt. Bin auch gespannt, wie fest die ist. Ich habe meine Haare jetzt ganz trocken. Generell empfiehlt sich bei matten Produkten wie Clays zum Beispiel die Haare eher vorher trocken zu haben, also finde ich jedenfalls, weil nämlich wenn die Haare nass sind, dann hat die Tonerde da drin Schwierigkeiten, die natürlichen Fette im Haar zu binden, sondern bindet dann eher so das Wasser und ist dann schon gesättigt mit dem Wasser und dann ist der Mattlook so nicht ganz optimal, aber geht trotzdem ganz gut hin, aber noch besser ist, wenn man es ins trockene Haar einarbeitet. Und ich habe es schon mal so ein bisschen vorgeföhnt, dass die so einigermaßen viel Volumen haben und ich werde jetzt einfach mal loslegen und gehe mit dem Finger rein und Hallöchen, da ist tatsächlich was, da braucht es ein bisschen Kraft, nicht viel, keine Sorge, es ist nicht super anstrengend, aber ich habe zuletzt ja die Matte Paste von Sheer Revival probiert und die ist, gut, wie es für eine Paste auch sein sollte, einfach ein Stückchen weicher. Hier haben wir jetzt tatsächlich eine, ja, Clay-Pomade, in der Konsistenz her eine noch festere Creme als die Matte Paste, also schon mit ein bisschen Widerstand, aber wo ich hier den Breakdown gerade in der Hand mache, ist das dann eigentlich gar kein Problem, sie auch weich zu reiben. Und das liegt, glaube ich, so an den ganzen Ölen auch, dass man jetzt so ein bisschen merkt, dass die auch sehr geschmeidig wird in den Händen. Und dementsprechend gut geht sie auch ins Haar rein und ich merke auch schon wieder, wie bei der Matte Paste oder auch bei der Lockerts Phantasm, sofort eine Reaktion mit der Luft. Es wird sofort ein bisschen trockener, sofort ein bisschen Grip und das ist dann im Haar noch krasser. Also ich habe schon wieder, ich kann mich nur wiederholen, sofort diese Grundgriffigkeit und diesen Halt im Haar. Und das Ganze auch wieder komplett ohne Glanz. Kann man auch super als Pre-Styler verwenden, ist auch wieder als kleine Anleitung mit drauf auf dem Glas.
Einfach eine kleine Menge in feuchtes Haar einarbeiten und dann trocken föhnen. Dann hat man so einen gewissen Grundhalt und kann mit dem anderen Produkt noch nachlegen. Ihr seht, ich kann mir eigentlich jetzt schon mit so einer kleinen Menge ganz wilde Sachen hier oben bauen. Das Schöne ist, durch diese unorthodoxe pflanzensaftbasierte Rezeptur wird dieses Produkt nicht knusprig im Haar, sondern bleibt immer nachformbar. Das ganze Öl hält es geschmeidig, ohne den Matteffekt quasi wegzunehmen und zu stark zu glänzen. Aber das Produkt bleibt ganz leicht auswaschbar, trotz den ganzen Ölen, die drin sind. Die sorgen dafür, dass das Haar halt danach nicht zu trocken und zu spröde ist, sondern es konditioniert das Haar so ein bisschen. Und das Produkt kann man einfach trotzdem restlos auswaschen. Also ich könnte eigentlich, ich mache jetzt einfach mal hier so mit meinen Fingern weiter, weil es sich gerade so anbietet. Ich könnte eigentlich mal sagen, dass man hier so ein bisschen, ja, es stimmt, also fühlt sich fast an wie Knete, meine Haare. Das ist gerade eigentlich ziemlich cool, weil ich kann jetzt so richtig schöne Skulpturen formen. Ich versuche aber jetzt mal einen eher lockeren, messy Hairstyle hinzukriegen und das klappt ja schon mal eigentlich mega gut, finde ich. Ist halt jetzt so ein bisschen durchgewuschelt, so ein bisschen modern, mit ein bisschen Struktur, aber eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Da übe ich gerade so ein bisschen mit. Nehme jetzt allerdings doch mal lieber den Kamm. Und zwar wieder den Texturkamm von Herkules Segemann mit den groben Zinken, damit ich da jetzt auch gut durchkomme, beziehungsweise auch eine schöne Struktur ins Haar mache. Und jetzt merke ich schon, dass es so ein bisschen gesetzt hat, sich das Produkt, aber nicht knusprig. Also nicht so, dass man jetzt sich hier gleich die Schuppen, so wie bei Haargel zum Beispiel, wenn Haargel sich getrocknet hat und dann kennt man durch, hat man diese Gelschuppen im Haar. Das ist jetzt hier nicht der Fall, es wird trotzdem noch einigermaßen geschmeidig, aber ist vom Halt her schon auf jeden Fall eine Stufe fester als die Matte Paste von Sheer Revival. So. Und dann bin ich eigentlich mit so einem Finger, so einer haselnussgroßen Portion, jetzt schon echt gut dabei. Hier hinten ist gerade so eine Strähne, da muss ich einfach noch ein bisschen durchwuscheln. Dann bleibt sie auch liegen. Hier hinten muss ich noch ein bisschen nachjustieren, dass hier nicht absteht. Nicht zu sehr jedenfalls. Und dann haben wir eine sehr, sehr coole, moderne, lockere, matte Frisur. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt sage, ich möchte sie noch ein bisschen mehr anlegen, tue ich noch ein bisschen Produkt nachlegen. Versuchen wir jetzt einfach mal, das ist gerade meine Seite hier, die ist da gerne mal so ein bisschen puffig. Genauso wie die hier. Einfach noch ein bisschen Produkt drauf. Und dann seht ihr schon, wie ich die so richtig, mit den Händen allein schon richtig schön tight an den Kopf dran bringe. Aber damit es auch ein bisschen zum Rest passt, nehme ich da auch wieder den Kamm her und mache mir dann da so eine Struktur rein. Dass es nicht zu angeklebt aussieht. Aber ihr seht, jetzt habe ich hier locker oben und fluffig und an der Seite trotzdem relativ streng angelegt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist echt cool. Na, da hinten mag es gerade nicht. Ich glaube, jetzt ist es, glaube ich, in Ordnung. So, der Perfektionist natürlich in mir, der findet immer was nicht taugt. Aber wie gesagt, ist ja eigentlich das Coole an diesen lockeren Messy-Hairstyles, dass man immer sagen kann, wenn der Strähne ausbricht, ja, das gehört schon so. So, also für Leute, die richtig Lust mal haben auf eine Clay-Pomade, die vor Natur und Pflege nur so strotzt, die Lust haben auf eine matte, lockere Frisur, aber so ein bisschen mehr Halt brauchen, als zum Beispiel eine Matte Paste liefert, da ist dann die Sheer Revival American Gardens Clay Pomade eines der Top-Produkte, würde ich sagen. Also kann ich jedem empfehlen, der Clays und moderne Frisuren mag oder der auch klassische Frisuren mag, aber mit einem matten Look. Ist mega cool, hat super krasse Inhaltsstoffe, also Natur pur ist hier drin, bleibt trotzdem matt und komplett auswaschbar und richtig, richtig schön. Auch in so einem schönen, wieder so einem massiven Glastiegel mit einem coolen Design. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Sehr nachhaltiges, sehr natürliches, sehr schönes Produkt, was sogar auch noch, steht hier drauf, 99% Plant and Mineral Derived, also 99% quasi aus pflanzlichen Inhaltsstoffen besteht und vegan. So wie einige Sheer Revival Produkte, nicht alle, aber das hier ist auch noch vegan. Manche enthalten zum Beispiel Bienenwachs, das hier jetzt nicht. Also für alle Veganer-Freunde draußen, das ist ein sehr, sehr cooles Produkt, was auch für euch super geeignet ist. Was auch für euch super geeignet wäre, wäre ein Abonnement des Pomade Shop Kanals, damit ihr immer weiter
mit unseren Freude an unseren Videos haben könnt. Und wenn ihr natürlich eine Benachrichtigung dazu haben wollt, einfach auf die kleine Glocke drücken. Und wenn euch das Video jetzt hier gefallen hat, würde ich mich persönlich sehr darüber freuen, wenn ihr den kleinen Daumen nach oben drücken würdet. Schreibt gerne einen Kommentar, wenn ihr was wissen wollt, oder schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr alle anderen Kontaktmöglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Und ich würde sagen, ich freue mich auf das nächste Video und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und alles Gute, euer Flo.